Bereits kommende Woche startet Thrive Heavy Lies the Crown auf Steam in den Early Access. Ein Citybuilder, der endlich wieder eine gehörige Portion RTS in die Gameplay-Mixtur gibt und daher ein Genre bedient, welches in letzter Zeit viel zu häufig sträflich vernachlässigt wurde und somit aus den ganzen generischen Städtebauspielen hervorstechen könnte. Thrive möchte also zum einen Aufbauspiele abholen, aber eben auch zum anderen RTSler mit einer Multiplayer-Komponente ködern. Genug Gründe also, um uns das Ganze mal genauer anzuschauen, ob das tatsächlich richtig gut werden könnte. But whatever may come, you will not fear it. Let it in. The Walgrim calls to you. Now is your time. This is your land, your kingdom. There is no going back. Im Spiel schlüpft in die Rolle eines Anführers, der nach einer Seuche mit einigen Überlebenden von Aldamor in das seltsame Land Nysamor flüchtet, um ein neues Zuhause zu finden. Hier haust allerdings eine mystische Kreatur namens Walgrim, dessen Geschichte ihr im Laufe der Handlung ebenfalls ergründen müsst. In Nysamor angekommen, ist es zunächst eure Aufgabe, in bester Citybuilder-Manier, welche wiederum sehr an das gute alte Anno-Gameplay erinnert, eine neue Siedlung zu errichten. So lasst ihr eure neuen Untertanen Ressourcen sammeln, Gebäude bauen, die Wildnis erkunden und ganz wichtig, auch euer Hab und Gut verteidigen. Deshalb errichtet ihr auch Mauern und Verteidigungstürme, um euch effektiver verteidigen zu können, während ihr eine eigene Armee RTS-typisch aus dem Boden stampft. Dabei müsst ihr aber auch abwägen, denn eure Soldaten brauchen Essen, Wasser und noch mehr, um zu kämpfen. Ein kleiner Krieg mit den Nachbarn kann also auch durchaus eine kostspielige Angelegenheit werden. Ein weiterer Kniff von Thrive ist auch, dass hier eure Entscheidungen, die ihr zwangsläufig treffen müsst, auf lange Sicht Folgen haben werden. So entscheidet zum Beispiel euer Spielstil darüber, ob ihr den Pfad der Gutmütigkeit einschlagt oder eben als Tyrann regiert. Ein gutmütiger Herrscher beweist zum Beispiel Leidenschaft für die Erde und ihresgleichen, was auch immer das heißen mag. Ein Tyrann hingegen findet Gefallen daran, Menschen auszubeuten und zu foltern. Da sehe ich mich ja, aber egal. Welchen Weg ihr auch wählt, er wird euch früher oder später zu anderen Siedlungen und Stämmen führen, mit denen ihr dann Handeln treiben könnt, euch mit ihnen verbündet oder sie eben brutal unterjocht. Diese sollen dann über eine 4X-ähnliche Weltkarte erreichbar sein, die dann den Übergang von Map zu Map definiert. Multiplayer-technisch sollt ihr im PvP oder im Koop gegen die KI mit bis zu 4 Spielern antreten können. Sollte der Mix passen und ihr beim Siedlungsbau gleichzeitig gut durch Angriffe gestört werden, könnte hier ein richtiger Geheimtipp auf euch warten, der medientechnisch bisher noch gar keine Beachtung gefunden hat. Aber hey, dafür habt ihr ja mich. Also, gerne Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst, und ich bin dann mal eben auf der Zocker Lounge Luxuslan Party in Frankfurt, also bis nächste Woche. When the Walgrim calls, how will you answer?